Regnerischer Tag im Oktober, als wir uns gut 4 Wochen später wieder auf den Weg zum Frankfurter Flughafen machten. Franks Mutter Katharina fuhr uns hin. Frank hatte noch ein paar Tage im Büro verbracht und erfahren, dass man in Bagdad ihn ungefähr für 3 Jahre brauchen würde. Die Einreiseformalitäten waren erledigt und jeder von uns hatte seinen Stempel im Pass. Nachdem wir die vielen Koffer eingecheckt hatten, saßen wir im Transit und warteten darauf, dass wir für die Maschine nach Prag aufgerufen wurden. Konstantin tapste neugierig zwischen den Passagieren herum, Leo saß in seinem Korb, meine Gitarre lehnte an einem Sitz und um uns herum standen mehrere Taschen und Beutel, das Handgepäck. Seit der Krieg zwischen Irak und Iran ausgebrochen war, flogen von Deutschland aus keine Airlines Bagdad direkt an. Darum flogen wir erst einmal in die Tschechoslowakei und von dort mit der Iraqi Airlines über Bulgarien weiter nach Bagdad zu fliegen. Eigentlich sollte Frank erst einmal alleine reisen und wir später nachkommen, aber er hatte bei der Firma entschieden widersprochen. Was uns im Irak erwartete, wussten wir nicht. Man teilte Frank nur lapidar mit, dass er sich selbst ein Bild machen sollte. Die Situation im Land ist nicht einschätzbar, hatte ihm sein Auslandschef kurz vor der Ausreise gesagt. Unsere Maschine hob kurz nach Mittag vom Boden ab. Wie immer fielen auf wundersame Weise alle Hektik und Ballast von mir ab. Wir hatten in Deutschland alles geregelt, unser Haus war an ein nettes Paar vermietet und unser persönliches Hab und Gut war unterwegs in den Irak. Der Flug nach Prag dauerte nur 1 Stunde. Allerdings wussten wir bei unserer Ankunft noch nicht, dass sich bei den Flügen in Krisengebiete nicht unbedingt an den Flugplan gehalten wurde. Und so saßen wir bald auf dem Flughafen und warteten darauf, dass es weiterging. Aber nichts geschah. Je länger es dauerte, umso unruhiger wurden Kind und Katze. Und als Leo in seinem Korb kläglich zu miauen anfing, stimmte unser Sohn mit ein und begann fürchterlich zu weinen. Er war inzwischen knapp 2 Jahre alt und das Warten war für ihn einfach unbegreiflich. Wir versuchten ihn abzulenken, aber dicke Tränen rollten weiter über seine kleinen Bäckchen. Als nach Stunden endlich unser Flug aufgerufen wurde, waren wir ziemlich angespannt. Wir hatten die ganze Zeit im Transit zubringen müssen und uns nicht frei bewegen können. Der Flug nach Bagdad dauerte ungefähr 4 Stunden. Aber wir saßen bei der Zwischenlandung in Sofia endlos lange in der Maschine und warteten auf die Starterlaubnis. Endlich ging es weiter. Ich holte Leo, den ich mit an Bord nehmen durfte, aus seinem Korb. Zufrieden schnurrend lag er auf der Lehne meines Sitzes, während ich ihn mit dem obligatorischen Hühnchen fütterte. Kurz bevor wir in den irakischen Luftraum eindrangen, wies uns der Pilot über Lautsprecher darauf hin, dass nun alle Lichter in der Maschine gelöscht werden würden. Auch, dass es am Airport in Bagdad keine Lichtmarkierung geben würde. Wir landen im Blindflug, meinte er. Aber es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Und er fügte hinzu, ich kann meinen Job. Liebe Follower, dank euch wächst der Kanal stetig. Wir haben mittlerweile sogar Zuhörer aus der ganzen Welt. Nur mit den Abos hapert das noch etwas. Dabei kosten die ja nichts. Und den Daumen hoch ist auch ganz wichtig. Wir hören uns. Bis bald.